Ja, hallo liebe Wassersüchtigen. Heute mal kein SUP-Tourenreport und auch kein Spot-Report, sondern ein Erfahrungsbericht. Und zwar mit einem SUP und einem Wing. Macht das Ganze überhaupt Spaß? Macht das Ganze überhaupt Sinn? Lassen sich die beiden Dinge überhaupt verbinden? Das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, in der letzten Winter-Corona-Depression habe ich mir überlegt, wie kann ich meine beiden Lieblingssportarten, das SUP-Paddeln und das Kitesurfen, irgendwie zusammenbringen. Und da kam mir dieser neue Wing hier in den Sinn. Und ich habe mir das Ganze zu Weihnachten geschenkt und mir vorgenommen, zum nächsten Urlaub, und das ist jetzt unser Griechenland-Urlaub, probiere ich das Ganze aus. Und was dabei herauskam, das seht ihr jetzt. Und das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Tatsächlich habe ich es nach kurzem Üben geschafft, mit Anjas SUP und unserem Wing ein gutes Tempo auf dem Wasser zu erzielen. Klar, das sieht jetzt nicht nach Mega-Action aus, aber das habe ich auch mit meinem SUP unter den Füßen nicht wirklich erwartet. Finde aber, dass man am Weißwasser hinter dem Board sieht, in welche Richtung ich zumindest fahre. Ja, mit am Start war natürlich meine Freundin Anja und wir haben im Vorfeld uns schon mal das ein oder andere YouTube-Video angeguckt zum Thema Wing. Und das hat auf jeden Fall schon einiges gebracht. Man hat so eine kleine Idee, was erwartet einen da auf dem Wasser. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der anfängt mit sowas zu hantieren. Hier zu sehen Anjas erste Versuche im Knien, was die Stabilität auf dem Board erstmal deutlich erhöht. Wie man sieht, ist der Wellengang bei Wind hier auch nicht gerade unerheblich. Dann aber auch schon der erfolgreiche Versuch, während der Fahrt aufzustehen. An diesem Stadium arbeite ich heute immer noch. Ja, der Vorteil bei dem Wing ist, glaube ich, dass er komplett risikofrei ist. Wenn wir auf dem Wasser waren, wie man das jetzt auch zum Teil an den Bildern sieht, hatten wir immer das Gefühl, wenn zu viel Wind wurde, lassen wir den Wing einfach an der Leash los, er weht aus und ist keine Gefahr mehr da für mich oder für andere. Das Ganze ist natürlich beim Windsurfen und beim Kitesurfen ja, viel schwieriger und auch gefährlicher. Das sind so meine ersten Versuche und kein Teil aus einem Slapstick-Programm. Bin echt schlecht, was Gleichgewicht angeht. Damit ihr wisst, mit welchem Material wir unterwegs waren, habe ich die Info einfach mal eingeblendet. Und getreu dem Leitsatz Geschwindigkeit bringt Sicherheit, geht es dann auch richtig los. Natürlich sieht das noch aus wie ein Affe auf dem Schleifstein, aber egal, Hauptsache es macht Spaß. So, wie das Ganze mit dem Windsurfen auf dem SUP funktioniert, das möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen und erklären. Zum einen ist es auf jeden Fall von großem Vorteil, wenn ihr eine große Finne habt. Die habe ich jetzt nachträglich gekauft. Die hat sehr viel Fläche, gibt mir also sehr viel Richtung. Das Ganze zusätzlich habe ich hier unterstützt mit diesem Finnensystem von Fanatec. Der ganze Spaß kostet ungefähr 100 € und ist sehr einfach im Handling. Und zwar, wenn ihr diese Schiene schon vorher auf eure Breite eingerichtet habt, könnt ihr hier einfach über ein Klicksystem die Finnen abnehmen. Das Ganze ist auf der anderen Seite einfach nur vergürtet. Und zack ist der ganze Spaß ab. Ja, durch das wir jetzt in Griechenland an einem thermischen Spot waren, heißt das, der Wind baut sich langsam über den Tag auf und am Nachmittag ist er am stärksten. Den meisten Spaß und die meiste Kraft hatte ich so, ich sag jetzt mal, bei ungefähr 15 bis 17 Knoten. Das sind dann auch schon fast 3 bis 4 Windstärken. Und da hat man schon ordentlich den Druck in der Tüte gespürt und das hat wirklich riesig Spaß gemacht. Also ich kann jetzt schon sagen, der nächste Schritt auf ein Foil, was ja eine Art Tragflächenboot ist,
Wird auf jeden Fall gemacht noch in diesem Sommer und dann gibt es bestimmt noch weitere Berichte zu dem Thema. Hier auch nochmal Anjas tolle Fortschritte bei stehender Fahrt. Ja, ich habe jetzt auch noch Glück gehabt, dass wir an unserem Spot, wo wir surfen und kiten waren und auch diese Tests gemacht haben, auch ein Foiler mit dem gleichen Wing auf dem Wasser war und die Bilder zeige ich euch jetzt noch kurz. Ja, so sieht das Ganze dann in der Praxis aus. Es war ein leicht fortgeschrittener Fahrer, der mir aber auch sagte, dass er einen riesen Spaß auf dem Wasser hatte. Ja, nochmal ein kleines Fazit zu dem Thema. Anja und ich haben ungefähr 3 bis 5 Stunden mit diesem Wing gespielt, probiert, gemacht und auch ein bisschen gesurft. Und ich kann wirklich sagen, es war richtig toll, ein schönes Gefühl und vor allem, es ist sicher und es ist super einfach. Also, rauf aufs Brett, ran an den Wing und wenn ihr irgendwo in Urlaub fahrt, wo es schön windig ist, habt ihr auf jeden Fall ein tolles Spielgerät dabei.